Einen gesegneten Sabbat euch allen. Und ich bin froh, dass ich heute kurz von mir berichten darf, wie es bei mir hier war beim TGM, wie es mir gefallen hat. Ich tue mir immer so schwer. Ich bin immer sehr nervös, wenn ich etwas vorbereiten muss und mir überlegen muss, was genau sage ich. Aber schlussendlich alles, was ich mir auf einen Zettel aufschreibe, lese ich dann am nächsten Tag wieder durch und dann denke ich mir, nein, das sage ich nicht und knülle ihn wieder zusammen und schmeiße ihn weg. Aber deswegen habe ich mich einfach entschieden, ich rede einfach frei heraus, was mir gerade einfällt. Warum bin ich zum TGM gekommen? Das ist wahrscheinlich die Frage, die sich viele stellen. Warum nicht? In dieser Welt... In dieser Welt gibt es so viele Dinge, die man machen kann. Ja? Man kann eigentlich Geld verdienen, man kann versuchen, berühmt zu werden, man kann versuchen, einfach einen Job nachzugehen, ein normales Leben zu führen, Familie zu gründen. Aber ohne eine richtige Lebensvorbereitung, so kommt es mir zumindest vor, als ich in der HTL war, und das war ich davor, bin direkt nach der HTL zum TGM gekommen, bin ich aus der Schule raus und ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Ich habe zwar die Ausbildung gehabt, ich habe gewusst, wie die physikalischen Gesetze funktionieren und ich habe Mathematik ganz gut verstanden. Deutsch war eher so mein Problem, aber das habe ich auch geschafft. Englisch auch, aber dann war ich in einem Punkt, und was ist jetzt das Leben? Wo habe ich das gelernt? Und das ist so irgendwie mein Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Was bedeutet Leben? Denn wir leben jetzt für eine kurze Zeit und dann, wenn man dann zum Ende naht, ist das Ende vorbei und was war dann das Ganze? Und das habe ich mir auch gefragt, was soll das Leben hier eigentlich, was soll der Sinn sein? So wie auch Salomo im Prediger gesagt hat, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn oder was hat die ganze Mühe, die wir uns hier tun, was hat das für einen Sinn? Und diese Frage habe ich mir wirklich gestellt und auch wo ich das gelesen habe, ich habe diesen Text gelesen, habe mir gedacht, also ich denke auch so wie der Salomo, aber wenn man den wirklich so ernst nimmt, dann ist man ja depressiv. Aber ich bin dann jetzt auch in diesem Jahr drauf gekommen, der Schlussgedanke beim Salomo im Prediger, und das ist der vorletzte Vers im Prediger, ist, fürchtet Gott. Und was das bedeutet, ist wieder eine andere Sache, aber dass man wirklich Gott an erste Stelle stellt und sagt, ich möchte ihm folgen. Und das war so auch mein Ziel, wo ich hierher gekommen bin zum TGM. Ich habe mir gedacht, ich möchte erleben, was echte Erziehung ist, was echtes Leben bedeutet und wie ich wirklich diesen Sinn und diese Sinnerfüllung, worin dieser Sinn in diesem Leben auch liegt, ja, was Gott auch wirklich vorhat. Und gekommen ist es ja so, dass Geschwister aus meiner Gemeinde haben gesagt, ich soll mir das anschauen und mal schnuppern, dass ich es mal sehe für ein paar Tage. Und dann war ich hier, habe geschnuppert und als ich dann da war und die Studenten gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, genau das ist es, was ich brauche. Ich habe gesehen, wie sie am Morgen aufgestanden sind, haben sich niedergekniet, haben gebetet. Und da möchte ich auch den Thomas nochmal erwähnen, den der Daniel erwähnt hat. Ich war in dem Jahr schnuppern, wo er noch Student war. Und er hat mir wirklich, er war für mich ein Vorbild und ich habe mir gedacht, ja, so ernst wie er ist, möchte ich auch werden mit Jesus. Ich habe ihn ja schon gekannt, ich habe gewusst, wie er ist, dass er voller Liebe ist, aber Wissen alleine ist es nicht, sondern man muss es immer wieder erfahren. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich hierher komme. So, jetzt die zweite Frage, die sich stellt. Ja, was habe ich mir jetzt mitgenommen aus dem ganzen DGM-Jahr? Aber dazu gleich vorerst hinweg. Man hat sofort auch hier dieses Prinzip kennengelernt, nicht Konsument zu sein. Das heißt, man stellt sich nicht die Frage, was nehme ich mit, sondern was habe ich dieses Jahr eigentlich geben können?
Oder man stellt sich die Frage, was kann ich anderen Menschen geben? Und genau das, was ich hier gelernt habe, dass ich anderen Menschen was geben kann, das möchte ich auch sozusagen mitnehmen. Ja, und besser von Gott nehmen und den Menschen geben, ja, und nicht von den Menschen erwarten, dass sie mir jetzt Liebe geben müssen. Und ganz besonders waren für mich die New Starts, die es hier gegeben hat, und die Leute kennenzulernen. Vor allem diese Abschlussabende waren für mich sehr bedeutend. Ich habe gesehen, wie die Leute berührt waren und wirklich ihr Herz sich ausgeschüttet haben. Ja? Sie haben dem Sebastian oder je nachdem, wer eben der Betreuer war, sie konnten ihr Herz ausschütten und das ist das, was die Leute heute brauchen. Sie kommen von überall her und suchen nach etwas, was sie nicht finden können, außer wenn sie zu Jesus kommen. Und ja, und das war so auch für mich, dass ich auch gebraucht habe. Als ich gekommen bin hier zum DGM, habe ich auch nach dem gesucht. Und ich denke, es ist aber auch ein Punkt, wo man gewisse Dinge erkennt, aber ich glaube, das geht noch weiter. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt ausgebildet bin, fertig, alles weiß, sondern ich glaube, ich darf noch vieles dazulernen. Und das habe ich auch gesehen. Es gibt so viele Dinge, die noch offen sind, ja, und die ich noch nicht weiß, noch nicht begreife. Mir sind so viele Dinge bewusst geworden. Also von dem, was ich gedacht habe, dass ich weiß, weiß ich nichts. Und es ist noch so viel, was ich lernen kann. Das ist auch so, wie der Sergei gesagt hat, man wird so klein, anstatt dass man groß wird. Aber das muss man werden, ja. Erst wenn man klein ist, ist man dann auch groß. Und ja, und dann, ja, jetzt bin ich dann hier, darf euch erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, beziehungsweise, dass ich Gott sehr schätze und Jesus sehr schätze. Und es ist ja so, auch bei mir, ich habe das auch erlebt und auch als ich in der Adventgemeinde war, habe ich Menschen gekannt, die auch so waren und selber dieses Zeugnis gegeben hat. Und dieses Zeugnis, was diese Leute gegeben hat, an denen habe ich mich auch geklammert. Ja? Habe ich gesagt, so wie er lebt, will ich auch mal leben. So wie er das Zeugnis gegeben hat, so will ich auch mal sein. Und ich hoffe, dass ich euch das auch durch mein Zeugnis ein bisschen mitgeben kann. Ich meine, ich bin noch jung, aber dass ich ja einfach denen, die vielleicht jünger sind, auch dieses Vorbild sein kann. Es ist aber auch schwierig, denn wir Menschen sind immer wieder versucht und man darf sich nicht nur an diese Vorbilder klammern, sondern nur an Jesus Christus. Und was ich mir auch noch mitnehme, ist, man muss immer gegen den Strom schwimmen. Das heißt, wenn man lebendig bleiben will, ein lebendiger Fisch bleiben will, muss man gegen den Strom schwimmen. Wird man tot, ist man ein toter Fisch und man schwimmt so mit dem Strom mit. Das heißt, bleibt lebendig. Das heißt nicht, dass es ein einfaches Leben ist. Man muss ja gegen den Strom schwimmen. Das ist immer anstrengend, aber sei ein lebendiger Fisch. Okay, danke.